Dafür ist ihr Herr Gemahl mitgekommen. Ja, nein, das ist... Gib doch endlich deinen Ausweis. Ach, nicht nötig, Frau Prozescu. Eine reicht völlig. Geh mit mir zur Karnevalsfeier morgen. Ich habe keinen, der mit mir dahin geht. Oder hast du Angst, dass die anderen dann blöd rumlabern? Quatsch, klar komme ich mit. Ich wünschte manchmal, ich hätte deine Kreativität und Härte im Geschäft. Apropos, willst du deine Geschäfte jetzt demnächst wieder selbst übernehmen? Nee. Das machst du schon. Ja, wen haben wir denn da? Das nenne ich eine Überraschung. Hey, alter Junge, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Du hast mir gar nicht erzählt, dass du hier jemanden kennst? Tu ich auch nicht. Es tut mir leid, aber Sie müssen mich verwechseln. Sie haben wahrscheinlich recht. Ich muss Sie verwechselt haben. Dabei hätte ich schwören können. Naja, nichts für ungut. Das ist doch kein Problem. Das kann doch jedem mal passieren. Besonders, wenn man täglich neue Gesichter sieht, ne? Obwohl, Ihr Gesicht werde ich bestimmt nie wieder vergessen. 2 Eisbrecher für die Herrschaften. Vielen Dank. Ach was, nicht der Rede wert. Schließlich beherbergt man nicht jeden Tag so freundliche, nette Leute. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt und bitte entschuldigt die Verwechslung. Kein Problem. Merkwürdig. Wie kann man dich nur mit jemand anderem verwechseln, wo du doch einmalig bist? Die sehen aber gut aus. Ich bin gleich wieder zurück, ja? Okay. Hey, ihr scheint ja wirklich eine professionelle Indekurateuse am Bergmeister zu sein. Du meinst doch wohl nicht etwa mich? Nein, doch. Oder kennt ihr noch jemand anders, der die Girlanden nicht höher als ihr kriegt, obwohl er am Stuhl steht? Na, warte! Warte, hey, komm, Tim, mach Musik. Nee, kannst du vergessen, ich bin pleite. Ein Heiermann wirst du wohl noch übrig haben. Nee, selbst der ist nicht drin. Muss ich selbst investieren, ha? Also, Meli, wenn ich dich gleich mitnehmen soll, dann musst du die 5 Franken trennen. Ja, gleich, ich sag nur schnell Christiane Bescheid. Also, dann bis morgen Abend, ja? Ich hol dich ab. Um 8? Braucht ihr noch länger? Tim will nicht ewig auf uns warten. Ich komm ja schon. Also dann, tschüss. Tschüss. Ich freue mich. Habe ich dir nicht gleich gesagt, dass du die heilige Bastiane der Schulhöfe nie rumkriegen wirst? Bist du da nicht ein bisschen voreilig? Und warum bist du mit Milli weg? Aber das gehört zu meinem Plan. Ach so. Und wie sieht der im Einzelnen so aus? Heute scharf machen, morgen knacken. Ah. Und wo, wenn ich fragen darf? Hier auf der Karnevalsparty. Dafür sind Feten doch da. Und wenn ich Bastiane verarztet habe, dann bist du dran. Wenn. Bis dann ist das Begrapschen mit Belohnung verboten. Klar? Charlie ist ziemlich mit den Nerven runter. Und deshalb musstest du gleich wieder den Seelendoktor spielen. Soll ich mich umdrehen und gehen? Zum Beispiel. Oder hast du schon vergessen, wie sie dich nach deiner Verhaftung hat hängen lassen? Also wenn man dich hört, könnte man meinen, meine Gangsterbraut habe mich verpfiffen. Verpfiffen nicht gerade, aber sie hat auch keinen Finger krumm gemacht, um dich freizukriegen. Weil sie nichts hätte tun können. Sie hat es noch nicht einmal versucht. Im Gegenteil. Sie war unheimlich froh, dass die Polizei endlich einen Verdächtigen hatte und sie aus dem Schneider war. Aus Charlies Sicht ganz verständlich. Charlie hier, Charlie da. Wie ich mich dabei gefühlt habe, dass ich mir Sorgen um dich gemacht habe, ist dir scheißegal. Ich bedauere unendlich, dass du unter meiner Hilfsbereitschaft für andere so leiden musstest. Gut. Und jetzt leidet eben mal Frau Schneider und ich finde das mehr als fair. Und ich finde es ungerecht. Schließlich musste sie Linie Clarissa an Tanja verkaufen, um Clarissas Leben zu retten. Wenn das so ist, dann soll Charlie das Clarissa genau so erklären.
Was soll Charlie mir erklären? Ja, du weißt ja, sie kümmert sich um deine Geschäfte. Naja, in dieser Funktion hat sie einiges Geld für dich verdient. 20 Millionen, um genau zu sein. Über das Wie und Warum möchte sie allerdings mit dir persönlich sprechen, sobald es dir wieder besser geht. Sie müssen sich also keine Sorgen machen. Tässchen Tee? Gerne. Und mittags reichen wir Räucherlachs mit Rösti. Ja. Danke, dass du dich gehalten hast. Entschuldigung, kennen wir uns? Hey Mann, du solltest mal dein Gesicht sehen. Aber dein Gesicht war auch nicht schlecht vorhin. Bergmann. Sieh mal einer an. Das war bestimmt wegen dem Skihasel an deiner Seite, stimmt's? Ja. Und wer ist die Glückliche? Also, darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Sag bloß nicht die Eva. Eva? Wie kommst du denn darauf? Na, so wie du bei mir immer von der geschwärmt hast. Kann nur sie sein. Ja, und was hat dich so nach Zermatt verschlagen? Mein Job. Ja, aber du wolltest doch immer in die Staaten. Zuerst mache ich hier den Junior-Manager. Aber weiter im Text. Warum musste ich Eva diese Komödie vorspielen? Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen zu lange, wenn ich dir... Hey, ich bin dein Freund. Und ich bin schweigsam wie ein Grab. Oder hast du unsere wilden Jahre an der Uni vergessen, hä? Nee. Und dass ich für dich immer die Mädels ansprechen musste, um die Telefonnummer abzustauben, das vergesse ich so schnell nicht. Also dann verstehe ich nicht, weshalb du mir nicht sagst, was los ist. Ich wollte dich erstmal unter 4 Augen sprechen. Deswegen die Aktion. Weißt du, Eva und ich sind nämlich inkognito hier. Ja, ihre Eltern sind stockkonservativ. Die dürfen auf keinen Fall erfahren, dass Eva und ich vor unserer Ehe schon miteinander... Na, du weißt schon. Und deshalb wäre ich dir sehr dankbar, wenn du uns in Zukunft mit Jessica Prozeski und Alexander Berg ansprechen würdest. Okay, wenn ich dir dabei behilflich sein kann. Hi. Hi. Morgen und tschüss. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ja, und was war für mit dem Brötchen? Das war erst die Vorspeise. Wie geht's denn so? Danke, gut. Und selbst? Alles im grünen Bereich. Ist ja schließlich Karneval, da muss es einem ja gut gehen. Stimmt. Kommst du nachher auch noch zur Party ins No Limits? Klar, du auch? Mhm. Ich gehe mit Dennis hin. Und ich gehe mit Lena. Na dann viel Spaß. Den werden wir haben. Wir auch. Jetzt gebt ihr einfach einen Ruck und fahr los! Keine Angst, das ist noch einfacher als aus dem Idiotenhügel. Egal, ich will wieder runter! Ja, genau das wollen wir üben. Runterfahren. Du bist zu weit weg! Ah, das kommt dir nur so vor. Von hier unten siehst du ganz nah aus. Ich weiß nicht. Jetzt komm schon. Es kann dir nichts passieren. Fahr einfach geradeaus in meine Arme, okay? Wenn ich an dir vorbeirase, ich kann da noch gar nicht richtig bremsen. Ich fange dich auf jeden Fall auf. Also gut. Ja! Oh Gott! Alexander? Alexander, bitte sag doch was. Das war mit Abstand die schlechteste Bremsung, die ich jemals gesehen habe. Na, warte. Das zahle ich dir heimlich so versprechen. Ja, Alex! Nur wenn ich was von dir kriege. Alles, was du willst. Küss. Okay, du hast gewonnen. Draufhalten, genau das wollen die Leute sehen. Das junge Glück im Neuschnee. Sag mal, was fällt dir da nicht ein? Oh, Bäumler von Heim und Herd. Das ist mein Mitarbeiter Boris. Hi. Könnten Sie vielleicht noch mal eine Runde einlegen mit ein bisschen mehr Pfiff und mit den Bergen im Hintergrund? Also, jetzt reicht's mir aber. Ach, das sind doch
doch die Leute von der Zeitschrift, die das Preisausschreiben veranstaltet hat. Wir haben an keinem Preisausschreiben teilgenommen. Ach komm schon, die paar Bilder. Also irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Vielleicht hast du ja einen Doppelgänger. Sie sind nämlich nicht die Erste, die ihn verwechselt. Naja, sowas soll ja vorkommen. Also, zurück zum Shooting, wenn Sie bitte so freundlich wären. Lass uns fahren, komm. Hey, Moment. Also, Hey. Oh, mit so einer Flunsch da spricht dich hier garantiert keiner an. Da lege ich auch überhaupt keinen Wert drauf. Mein Männerbedarf ist nämlich für die nächsten Lichtjahre gedeckt. Ach, jetzt vergiss doch mal diesen Don Camillo im besten Taschenformat. Wenn das so einfach wäre. Ja, wenn du es hier nicht kannst, dann musst du einfach verreisen. Genau, das habe ich auch vor. Ich werde für einige Zeit zu Gero nach New York fliegen. Oh, sieht aus, als hätte sich Dennis ein neues Opfer gesucht. Ja, und auch gefunden. Aber dass Bastian auf diesen Arsch reinfällt, hätte ich ja nur echt nicht gedacht. Tja, das Problem ist leider, dass dieser Arsch ziemlich anziehend ist und das auch gut einzusetzen weiß. Ich hol uns was zu trinken. Was möchtest du haben? Eine Limo. Limo an Karneval? Ja klar, oder weißt du was Besseres? Abwarten. Ich hätte gern 2 Sekt und einen Zimmerschlüssel. Also ich will ja nicht neugierig erscheinen, aber für was brauchst denn du einen Zimmerschlüssel? Ne? Ich will ja schlafen, damit ich nicht besoffen nach Hause fahren muss. Und warum fährst du nicht mit dem Taxi? Tja, du hast es eben schon ganz richtig gesagt. Es geht dich nichts an. Wollen wir gleich in der Theke bleiben oder sollen wir uns setzen? Entscheidet ihr. Also ich hätte dir allerhand zugetraut, aber das ist wirklich das Letzte. Jetzt mach mal halblang. Lena sieht in dem Kostüm wirklich klasse aus. Dankeschön. Wollen wir tanzen? Klar. Sag mal, liege ich jetzt total daneben oder war das nicht das Kostüm, das du bei eurer Schulaufführung getragen hast? Oh Mann, dein Ex zeigt dir aber ziemlich deutlich, dass du für ihn abgeschrieben bist. Schon gut, wir sind ja nicht mehr zusammen. Trotzdem, ich finde, er trampelt ganz schön auf deinen Gefühlen herum. Lieb, dass du das sagst. Hast du Lust zu tanzen? Klar. Musste das wirklich sein? Wenn du die Abfuhr meinst, die ich diesen komischen Pressehandys erteilt habe. Ja, das musste sein. Aber diese Leute tun doch auch nur ihren Job. Das gibt ihnen noch lange nicht das Recht, uns zu belästigen. Die wollten doch nur ein paar Bilder machen. Dann sollen die jetzt Matterhorn fotografieren, aber nicht uns. Die haben aber nicht den Matterhorn den Urlaub bezahlt, sondern uns. Ja, schon. Aber wenn wir jetzt einverstanden sind, dann werden wir die nie wieder los. Und wenn wir uns weigern, folgen sie uns heimlich und wir haben erst recht keine Ruhe mehr. Ja, da ist ja auch was drin. Außerdem, was ist denn schon dabei, wenn der Rest der Welt erfährt, wie verliebt wir beide sind? Schließlich brauchen wir uns doch nicht dafür zu schämen, oder? Natürlich nicht. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich es auch jeden Tag ganz laut rausposaunen. Glaub mir. Aber ich würde nicht so eine Zeitschrift wie die benutzen. Wer weiß, was sie sich für Geschichten ausdenken. Heiße Nächte im kalten Schnee. Wenn das deine Oma liest, die fällt garantiert tot um, das sag ich dir. Quatsch. Die schreiben bestimmt was ganz Romantisches über uns. Und wie ich Oma kenne, fängt sie an zu weinen, wenn sie es liest. Oder erst die Bilder von uns sieht. Natürlich nur, wenn du dem Fotografen nicht wieder den Rücken zudrehst und wir gar nicht zu erkennen sind. Also gut. Überredet, aber nur ein paar Bilder. Okay. Entschuldigung. Clarissa, du ahnst ja gar nicht, wie sehr ich auf ein Lebenszeichen von dir gewartet habe. Wie geht's dir denn? Schon wieder ganz gut, sagen die Ärzte. Aber ich selber fühle mich noch ziemlich schwach. Ja, das wird schon wieder. Arne und Erika kümmern sich ja so liebevoll um dich. Ja, ich kann von Glück sagen, dass ich so gute Freunde habe. Clarissa, ich bin auch deine Freundin. Vielleicht sogar deine Beste. Also wenn du irgendetwas brauchst, du kannst immer auf mich zählen. Schön, dass du das sagst. Komm, setzen wir uns da.
Ich möchte dich nämlich um etwas bitten. Ja, nur zu. Was auch immer es ist, ich werde dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Genau wie in den guten alten Zeiten. Ja, darum geht es auch. Um die guten alten Zeiten. Ich möchte mir nämlich einen Überblick über den Stand meiner Geschäfte verschaffen. Oder ist das ein Problem für dich? Hey, da sind Sie ja. Wie sehen Sie denn aus? So erkennt Sie ja kein Mensch. Tja, so sehe ich immer aus beim Skifahren. Aber wenn Sie wollen, können Sie ruhig schon mal ein Bild von uns machen. Wo? Sag Cheese. Cheese. Noch einen. Tim macht die Fliege? Ja, Karneval ist nicht sein Ding. Ja, meins auch nicht. Hey Frank, was ist los mit dir? Stimmung? Was ist los mit ihm? Ey, warum bist du so schlecht drauf? Naja, wegen Sam. Ohne sie macht Feiern irgendwie keinen Spaß. Warum hast du sie denn nicht eingeladen? Naja, hab ich ja. Aber sie wird im Zirkus gebraucht. Ja, das ist natürlich Pech. Ja. Deswegen gehe ich heute auch als Bademann. Ich lass mich volllaufen. Fein. Aber wir sind doch gerade erst gekommen. Hallo. Und 20 zurück. Oh, bist du soweit? Ja, dann können wir ja los. Das hilft manchmal ein bisschen. Danke dir. Hey, was ist los? Machst du etwa schon schlapp? Nee, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr zu tanzen. Wieso? Verstehe ich nicht. Ach, ich will dir die Stimmung nicht verderben. Hey, was ist passiert? Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ach komm, lass uns erstmal woanders hingehen. Da können wir in Ruhe über alles reden. Hm? Nachdem ich auch die zweite Lösegeldforderung erfüllt hatte, ging der Spuk wieder von vorne los. Diesmal wollten die Entführer 10 Millionen. Das ist eine Menge Geld. Mhm. Vor allem, wenn man sie sofort beschaffen muss. Ich musste Hals über Kopf eine Entscheidung treffen. Würdest du mir das bitte genau erklären? Clarissa, ich sah mich auch genötigt, Tanja die Hälfte von Lien Clarisse zu verkaufen. Mit anderen Worten, du hast ihr nicht nur Brandnerbau verkauft, sondern auch die Hälfte von Linie Clarisse? Ich hatte keine andere Wahl. Tanja hat deine Notlage schamlos ausgenutzt. Aber wenn du das wusstest, warum hast du ihr da nicht Paroli geboten? Weil ich erst hinterher gemerkt habe, dass sie aus der Entführung nur Kapital schlagen wollte. Du bist dir also auf den Leim gegangen. Ja, wenn du es so ausdrücken willst. Aber versetz dich mal in meine Lage, was ich durchgemacht habe, während du weg warst. Der ständige Psychoterror der Entführer. Dann, als ich glaubte, dich erschossen zu haben. Ich war mit den Nerven völlig runter. Ich habe nur noch geheult. Wenn du mir nicht glaubst, frag Arno. Was hat Arno damit zu tun? Och, Arno, der war mir in dieser Zeit unentbehrlich. Der hat alles getan. Wenn Arno nicht gewesen wäre, dann säße ich heute nicht mehr hier. Und wie meinst du das? Arno hat mein Leben gerettet. Meins und deins. Verstehst du jetzt mein Problem? Du fühlst dich ziemlich allein, stimmt's?
Ich glaube, wenn ich mal ins Gras beiße, dann wird das eine ziemlich einsame Beerdigung. Was ist denn mit Boris oder diesem Ronny? Das sind bloß Bekanntschaften. So richtige Freunde, mit denen ich so reden könnte wie mit dir jetzt. So wie mit dir habe ich noch mit niemandem geredet. Und ich werde es wohl auch nie wieder können. Wenn du magst, ich bin auch weiterhin für dich da. Danke. Du weißt gar nicht, was mir das bedeutet. Ich kann mir schon vorstellen, was Charlie dir alles aufgetischt haben könnte. Also stimmt es gar nicht, dass sie mir geholfen hat. Doch, doch. Alles, was recht ist. Sie hat sich wirklich für dich ins Zeug gelegt. Danke. Wurde sie auch bedroht? Mehr als einmal. Es ist kein Wunder, dass sie oft mit den Nerven völlig am Ende war. Und was hat sie zum Durchhalten bewogen? Die Freundschaft zu dir? War das der einzige Grund oder kann es vielleicht sein, dass ihr auch jemand dabei geholfen hat? So heißt es also. Ja, was willst du jetzt von mir hören? Dass ich dir nichts erzählt? Oder weshalb ich Charlie beigestanden habe? Am liebsten beides? Oder möchtest du nicht darüber reden? Es ist kein Geheimnis. Und etwas Besonderes, dass man groß darüber reden müsste, ist es auch nicht. Findest du? Also ich halte es für bemerkenswert, dass du mir geholfen hast. Nach allem, was ich dir und den Kindern angetan habe. Blicke nicht zurück im Zorn. Für mich war es selbstverständlich, dir zu helfen. Obwohl du nicht wusstest, dass ich mich verändert habe. Vielleicht habe ich die Hoffnung nie aufgegeben, dass es eines Tages passieren wird. Danke. Auch für den Tee. Also, das mit dem Kuss. Ich möchte nicht, dass du das falsch verstehst. Keine Sorge, ich hab's total richtig verstanden. Und ich habe schon gedacht, ich hätte jetzt wieder alles kaputt gemacht. Ich find's toll, dass du mir noch eine Chance gibst. Ach, die hat jeder verdient. Auch ich? Ja, gerade du. Naja, eigentlich bist du echt ganz in Ordnung. Und außerdem finde ich es toll, dass du mich nicht anmachst. Ich dich anmachen? Wie kommst denn du darauf? Naja, du hast halt diesen Ruf. Und zuerst habe ich echt geglaubt, du würdest mich bloß rumkriegen. Also wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich bestimmt nicht mein ganzes Innenleben vor dir ausgebreitet. Naja, anfangs hatte ich auch so einen Gedanken. Aber jetzt freue ich mich, dass wir einfach nur Freunde sind. Sollen wir? Wenn du willst. Nur wenn du willst. Okay. Hey! Rate mal, wo ich gerade herkomme. Von oben. Und jetzt rate mal, was wir da gemacht haben. Wir haben eine Zweierpolonaise getanzt. Bastiane vorne und ich hinten.